Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. Heute geht es um den traurigen Fall von April Barber. April wurde am 21. April 1975 in Kingfisher in Oklahoma geboren, als das erste Kind und die älteste Tochter von Donald und Nancy Lott. Sie wuchs auf in Hennessy in Oklahoma und hier ging sie auch auf die Highschool. Sie war eine Einserschülerin und wohl auch auf vielen verschiedenen Gebieten begabt und sie war auch sehr beliebt. Aber in ihrem letzten Jahr in der Highschool, April war gerade 17 Jahre alt, wurde bei ihrer Mutter Nancy Lungenkrebs diagnostiziert. 6 Monate später starb Nancy. Aprils Vater Donald hat diesen Verlust nie wirklich verkraften können und hat dann schließlich zu den Drogen gegriffen. Er konnte sich nicht mehr um die Kinder kümmern und deswegen sind April und ihre beiden jüngeren Geschwister, Julie, die 9 war, und Camden, der erst 1 Jahr alt war, zu Verwandten gekommen. Aber beide Geschwister haben gesagt, dass April so ein bisschen die Mutterrolle übernommen hat und sich einfach immer um die beiden gekümmert hat und versucht hat, so ein bisschen Nancy zu ersetzen. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags hat April es geschafft, dass ihre Noten immer noch gut waren und sie hat auch weiterhin eine sehr, sehr gute Beziehung gehabt zu ihren Geschwistern. Julie hat später gesagt, dass sie quasi ihre beste Freundin war und dass es einfach nie langweilig war mit April, dass sie sich immer sehr bemüht hat, auf die Leute einzugehen, und auch ihre beste Freundin Amber Mitchell hat dann später gesagt, dass April es einfach sehr, sehr wichtig war, Beziehungen zu Menschen aufrechtzuerhalten und auf andere Leute einzugehen. April hat dann tatsächlich auch 1993 die Highschool abgeschlossen als zweitbeste in ihrem Jahrgang. April besuchte dann nach der Highschool erst einmal 3,5 Jahre die Oklahoma State University und spezialisierte sich dann im University of Oklahoma Health Sciences Center. Sie war außerdem Teil der Sorority Kappa Delta. April war außerdem Gemeindemitglied in der First Baptist Church of Hennessy. Im Oktober 1998 dann lernte April Justin Barber kennen. Ein gut aussehender Wirtschaftsstudent. Er wurde ihr vorgestellt von ihrer besten Freundin Amber Mitchell und die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr, sehr gut. Justin war unter sehr bescheidenen Verhältnissen auf einer Farm groß geworden. Er hatte noch einen Bruder, Charlie. Seine Eltern waren Teil der Pfingstbewegung. Justin war wohl auch ein sehr, sehr guter Schüler und sehr sportlich. Er war der Beste in seinem Jahrgang und hat auch die Abschlussrede an seiner Highschool gehalten. Justin hat April wohl dadurch besonders beeindruckt, dass er schon genau einen Plan hatte, was er im Leben wollte. April hatte schon ein paar Beziehungen an der Uni gehabt, aber das war immer so ein bisschen locker und sie hatte immer das Gefühl, dass die jungen Männer nicht so wirklich wussten, was sie aus ihrem Leben machen wollten, und das war bei Justin ganz anders. Deswegen hat er sie beeindruckt. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass Justin wohl auch schon verheiratet gewesen sein soll und sich schon wieder hatte scheiden lassen, als er April getroffen hat. Allerdings habe ich das nur in einer Quelle gelesen und habe sonst nichts gefunden, das das bestätigen würde. 1999 machte April ihren Abschluss an der Universität im Bereich der Radiologie und im gleichen Jahr, am 4. August 1999, heiratete sie Justin Barber auf den Bahamas in einer sehr, sehr kleinen Zeremonie, nicht mal 1 Jahr, nachdem die beiden sich zum ersten Mal getroffen hatten. Kurz nach der Eheschließung sind die beiden dann nach Douglas in Georgia gezogen. Justin hatte dort einen Job und auch April fand dann schnell eine Anstellung in einem Krankenhaus. Kurze Zeit nachdem die beiden dort eingezogen waren, haben sie dann auch Aprils jüngere Geschwister zu sich geholt. Camden war zu diesem Zeitpunkt erst 7 oder 8, aber Julie war schon 15 und mitten in der Pubertät. Sie sagt, am Anfang war es sehr schön, dort zu leben bei ihrer Schwester und ihrem Ehemann, aber mit der Zeit hat sie, wie alle Teenager eigentlich, so ein bisschen ihre Grenzen ausgetestet, ein bisschen rebelliert. Und das war wohl besonders bei Justin ein Reibungspunkt. Die beiden sind teilweise gar nicht gut miteinander ausgekommen. Und das Ganze hat nicht mal 1 Jahr gehalten. Da waren sowohl Julie als auch Camden zurück in Oklahoma. Anscheinend hat man zuerst Julie zurückgeschickt und dann Camden noch ein paar Monate da behalten. Aber auch das hat nicht mehr so wirklich geklappt. Und April hat sich dann entschieden, dass es für ihre Geschwister auch besser ist, zurück nach Oklahoma zu gehen. Freunde und Bekannte sagen, dass besonders Justin sich da sehr daran gestört haben soll, dass die beiden dann wieder zurückgegangen sind und dass Julie und Camden nicht bei ihnen weiter gewohnt haben. Was seltsam ist, weil ja besonders Justin diese Reibereien mit Julie hatte.
Aber eine Freundin von April hat dann später gesagt, dass es fast so wirkte, dass er den Anschein gerne haben wollte, dass er diese beiden Kinder mit aufgenommen hatte und dass sie so eine große, glückliche Familie waren und dass es jetzt irgendwie ja komisch wirkte oder ja blöd aussah, dass sie die beiden Kinder zurückgeschickt haben. 2001 eröffnete sich für April dann eine ganz neue Karrierechance. Sie bekam ein Jobangebot im Singletary Oncology Center Dosimetry Department in Thomasville in Georgia, wo sie ja auch lebte, und sie wollte dieses Angebot unbedingt annehmen. Aber zur gleichen Zeit bekam Justin ein neues Jobangebot in Jacksonville in Florida, 3 Stunden entfernt von Georgia. Das ergab dann einen kleinen Konflikt, weil Justin diesen Job in Jacksonville annehmen wollte, aber April auch nicht auf den Job in Georgia verzichten wollte. Und deswegen haben sie sich dann entschieden, getrennt voneinander zu leben. Sie haben sich dann wirklich nur noch am Wochenende wirklich sehen können. Am 17. August 2002, da war April gerade 27 Jahre alt und Justin war 30, fuhr April nach Florida, um sich mit Justin zu treffen und gemeinsam ihren 3. Hochzeitstag so ein bisschen nachzufeiern. Laut Justin sind die beiden an diesem Abend in ein italienisches Restaurant gegangen, danach sind sie in eine Bar weitergegangen, haben ein paar Drinks getrunken und Pool zusammengespielt. Danach sind sie zum Ponte Vedra Beach gefahren in Florida, den hatten sie wohl schon ein paar Mal besucht, der war etwas ruhiger und da haben sie dann einfach ihre Schuhe ausgezogen und sind ein bisschen am Strand spazieren gegangen. Justin sagt, es war so gegen 22:30 Uhr, als sie an diesem Strand spazieren gegangen sind. Und da sei ein Mann auf sie zugegangen. Er hätte ein ausgebeultes T-Shirt getragen und eine Cappy mit einem Logo. Dieser Mann hätte dann angefangen rumzuschreien und zu gestikulieren. Justin glaubte herausgehört zu haben, dass es sich um einen Überfall handelte. Und dann will er gesehen haben, dass der Mann eine Waffe zog. Justin sagt, er warf sich auf den Mann mit der Waffe und sie haben angefangen miteinander zu rangeln, bis sich dann Schüsse lösten. Justin sagt, daraufhin wurde ihm schwarz vor Augen. Justin sagt, als er wieder zu sich kam, war von dem Angreifer nichts mehr zu sehen, aber auch April war verschwunden und er bekam Panik. Er lief dann den Strand auf und ab und rief nach ihr und nach einigen Minuten fand er sie dann auch. Sie schwamm mit dem Gesicht nach unten im Meer. Er ist ins Wasser gelaufen und hat sie herausgezogen und er sagt, schon zu diesem Zeitpunkt hat er gesehen, dass man April ins Gesicht geschossen hatte. Sie hatte eine Schusswunde an der linken Wange. Justin zog sie aus dem Wasser. Er hat gesagt, er hat es nicht geschafft, sie den ganzen Weg zu tragen, den Strand entlang, und hat sie deswegen an ihrem Hosenbund gezogen. Er zog sie zu dem Steg, der vom Strand bis zur Straße hinaufführte, und er schaffte es auch ein Stück den Steg entlang, aber dann bei den Stufen, die steil von dort zur Straße hochführen, hat er es einfach nicht mehr geschafft. Er hat gesagt, er hat versucht, sie hochzuheben und zu tragen, aber sie ist ihm einfach runtergefallen. Und das lag daran, dass auch Justin mehrere Schusswunden hatte. Er sagt, in diesem Moment musste er eine Entscheidung treffen und er hat sich dann entschieden, und er sagt, das bereut er bis heute, April dort liegen zu lassen. Er ist zur Straße gerannt, um Hilfe zu holen. Er hatte kein Handy bei sich, das hatte er zu Hause gelassen und hat dann versucht, Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, hat sich mit auf die Straße gestellt, gewunken, geschrien. Und er sagt, obwohl einige Autofahrer dann langsamer geworden sind, ist niemand stehen geblieben, um zu helfen. Justin sagt, er hat sich dann in sein Auto gesetzt und ist einfach losgefahren, um Hilfe zu holen. Tatsächlich ist der Ganze 16 Kilometer weit gefahren, bis er dann an einer Kreuzung die Aufmerksamkeit von jemandem erregen konnte, der dann die Polizei und einen Krankenwagen gerufen hat. Justin wurde dann ins Krankenhaus gefahren, um seine Schusswunden zu versorgen, aber als dann auch ein Krankenwagen am Strand ankam, konnte nur noch Aprils Tod festgestellt werden. Sie hatte keinen Puls mehr. Sie lag reglos mit dem Kopf Richtung Meer auf dem Steg. Die Polizei wollte natürlich direkt herausfinden, wer April und Justin das angetan hatte, und Justin wurde noch im Krankenhaus direkt vernommen. Allerdings konnten seine Aussagen nicht wirklich zu einer Fahndung führen. Sie waren sehr vage und sehr ungenau und seine Aussagen hätten eigentlich auf jeden treffen können. Einer der Ermittler sagte später, eine Zusammenfassung von dem, was sie von Justin erfahren haben, war einfach nur: Er ist ein bisschen größer als ich, er ist ein bisschen schwerer als ich habe sein Gesicht nicht gesehen, weil er eine Cappy auf hatte, er hatte ein ausgebeultes T-Shirt an und er war sehr gebräunt, aber er hatte blasse Hände. Und das hat der Polizei nicht wirklich geholfen,
überhaupt ein Fahndungsbild zu erstellen. Aprils Beerdigung fand am 23. August 2002 in der First Baptist Church in Georgia statt. Rund 300 Personen waren anwesend, um ihr zu gedenken, und viele der Anwesenden sagen, es wäre sehr seltsam gewesen, dass Justin niemanden angesehen hätte und mit niemandem gesprochen hätte. Manche sagen, er hätte nicht einmal geweint bei der Beerdigung seiner Frau. Sein Bruder Charlie verteidigt ihn jedoch und sagt, es ist überhaupt nicht seltsam. Justin war einfach total traumatisiert von dem, was passiert war. Er ist überfallen worden, seine Frau ist überfallen worden. Das war ein unglaublich plötzlicher, brutaler Tod, den seine Frau da erlitten hat, und das ist einfach etwas, was man nicht mehr eben so wegstecken kann. Und deswegen war er einfach in der Situation bei dieser Beerdigung überhaupt nicht wirklich bei sich und war einfach nicht in der Lage, irgendwie mit anderen Personen zu interagieren oder vielleicht überhaupt zu weinen, weil er so schockiert war. Zurück in Florida versuchte Justin so gut wie möglich der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Unter anderem gab es Zeugen, die gesagt haben, dass es noch ein anderes Auto am Strand gegeben hatte an diesem Abend, außer dem Auto von Justin und April. Aber man konnte sich weder auf die Farbe noch auf das Nummernschild des Autos richtig einigen unter den Zeugen, und deswegen konnte da nicht wirklich etwas nachverfolgt werden. Justin wies die Polizei außerdem darauf hin, dass April wohl einige Verehrer hatte zu Hause in Georgia. Sie besaß wohl sogar einen Elektroschocker, um sich selbst zu verteidigen, und es war in ihre Wohnung eingebrochen worden, einige Wochen bevor sie und Justin am Strand in Florida angegriffen wurden. Aber die Polizei war der Meinung, dass das Ganze nicht wirklich in Relation zueinander stand. Es gab niemanden, von dem man jetzt sagen konnte, dass er wirklich eine Obsession mit April hatte. Und auch der Einbruch bei ihr zu Hause schien in keinster Weise irgendwie in Beziehung zu stehen mit diesem Angriff am Strand. Das war ja auch in zwei völlig unterschiedlichen Staaten, und deswegen waren sie der Meinung, dass das nicht weiter relevant war. Nachdem also diese Hinweise nirgendwo hingeführt hatten, sah sich die Polizei dann Justin genauer an. Seine Version der Dinge hatte einige Lücken und wies einige Ungereimtheiten auf. Zum einen hatte Justin ja gesagt, dass dieser fremde Mann ihn und April hatte ausrauben wollen, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt hatte. Aber Justin hatte hinterher immer noch seine Autoschlüssel und sein Portemonnaie bei sich, und April trug, als man sie fand, immer noch ihren Diamantring. Einem der Ermittler ist außerdem bei einer Begehung des Strandes aufgefallen, dass Justin zwar so gewirkt hatte, als würde er weinen um seine Frau und als wäre er sehr traumatisiert, aber er hätte keine einzige Träne rausgebracht. Stattdessen hätte er sich die ganze Zeit an den Augen rumgerieben und versucht, eine Träne rauszudrücken, aber da wären keine Tränen gewesen, und das wäre ihm seltsam vorgekommen. Außerdem will auch niemand Justin auf der Straße gesehen haben, als er zuerst um Hilfe rief, bevor er mit dem Auto losfuhr. Die Polizei sagt, selbst wenn niemand angehalten hat, weil man vielleicht dachte, er stünde unter Drogeneinfluss oder er sei irgendwie gefährlich, hätte bestimmt irgendjemand dann die Polizei gerufen und gesagt, da springt ein Mann auf der Straße rum und schreit und blutet. Wir wissen nicht genau, was mit ihm los ist, aber kein einziger hatte bei der Polizei angerufen und Justin gemeldet. Auch die Schusswunden, die Justin erlitten hatte, kamen den Ermittlern seltsam vor. Justin hatte 4 Schusswunden, April nur eine, und die hätte gereicht, um sie zu töten. Justin hatte eine Schusswunde in der linken Schulter, eine in der rechten Schulter und dann noch eine in der rechten Brust und eine durch die linke Hand. Aber keine von diesen Schusswunden war lebensbedrohlich, und Justin ist tatsächlich einen Tag nach seiner Einlieferung schon aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden, weil man ihn nicht weiter dort versorgen musste. Justin hatte ja außerdem gesagt, dass er mit dem Auto dann losgefahren war, um Hilfe zu holen. Er ist ganze 16 Kilometer gefahren, also wirklich schon sehr weit, wenn man die Schusswunden bedenkt und bedenkt, dass er seine angeschossene Frau zurückgelassen hat, bis er dann jemanden gefunden hat, der für ihn einen Krankenwagen gerufen hat. Aber auf diesem Weg, diese 16 Kilometer, befinden sich mehrere Tankstellen, ein McDonald's und unglaublich viele Häuser, bei denen er einfach hätte halten können und fragen können, ob er das Telefon benutzen kann oder ob jemand für ihn einen Krankenwagen und die Polizei ruft. Auf die Frage eines Polizisten hin, warum er nicht einfach an irgendeinem Haus gehalten hat und dort geklingelt hat, soll Justin gesagt haben, er hätte nicht irgendeinen alten Mann aus dem Bett klingeln wollen. Für die Polizei war es auch sehr seltsam, dass Justin erwähnt hatte, er und April seien in eine Bar gegangen und hätten dort getrunken, denn Aprils Blutwerte zeigten, dass sie überhaupt gar keinen Alkohol im Blut hatte und dass sie definitiv an diesem Abend nicht getrunken hatte.
Sie fanden es auch sehr seltsam, dass Justin sein Telefon an diesem Abend nicht dabei hatte. Und es gibt einige Leute, die fragen, warum er nicht Aprils Handy benutzt hat. Aber ich würde einfach davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einen Wasserschaden hatte. Leider habe ich dazu aber keine weiteren Quellen gefunden. Im Zuge der Ermittlungen wurde aber natürlich nicht nur Justin befragt, sondern auch ihre Freunde und ihre Familie. Und Aprils Tante Patty sagt, dass 2001 April zu ihr gekommen sei und ihr erzählt hätte, dass Justin versuchen würde, auf sie und auf ihn eine Lebensversicherung von jeweils $2 Millionen abzuschließen. Und dass sie das Ganze irgendwie komisch finden würde. Auch Patty fand das Ganze seltsam, hatte das April gegenüber auch geäußert, hatte wohl aber auch gesagt, es wird wahrscheinlich sowieso kein Versicherungsunternehmen geben, das das genehmigen wird, das diese Lebensversicherung genehmigen wird. Aber Justin hat wohl dann tatsächlich ein Unternehmen gefunden, das das getan hat. April hat das Patty dann auch mitgeteilt, hat ihr aber auch gesagt, dass sie Justin gegenüber besser nichts erwähnen solle, denn Justin hätte gewollt, dass das zwischen ihm und April bleibt. Kurze Zeit darauf soll April dann auch an der Treue von Justin gezweifelt haben. Sie hat ihrer Tante und ihrer Freundin Amber immer wieder erzählt, dass sie das Gefühl hätte, irgendetwas wäre seltsam. Die beiden sahen sich ja ohnehin dann nur noch am Wochenende und meistens war es auch April, die nach Jacksonville fuhr und nicht Justin, der nach Georgia fuhr. Sie soll ihrer Freundin Amber gesagt haben, dass sie den Ohrring einer anderen Frau in Justins Schlafzimmer gefunden hatte. Und im Juli 2002 fand sie dann auch heraus, dass er sich regelmäßig mit einer jungen Frau traf und mit ihr zusammen Tennis spielte. Und sie vermutete, dass die beiden eine Affäre hatten. Sie soll Justin dann auch eine E-Mail geschrieben haben, als er gerade bei der Arbeit war, in der sie ihm dann geschrieben hatte, dass sie gerne wissen wollte, wann er sich mit Frauen traf und er soll ihr immer Bescheid sagen. Und er hat ihr dann wohl eine sehr sarkastische E-Mail zurückgeschrieben und hat dann eine Liste aufgeführt von allen Frauen im Büro, die er an diesem Tag angeguckt oder denen er Hallo gesagt hatte. Für die Ermittler war das Ganze natürlich sehr interessant und sie wollten dann auch die Frau finden, mit der sich Justin vermeintlich nicht nur zum Tennisspielen traf. Sie fanden sie. Ihr Name war Shannon Kennedy und sie haben sie dann auch zur Befragung auf die Wache geholt. Und Shannon hat eigentlich direkt zugegeben, dass sie eine Affäre mit Justin hatte. Sie sagt, sie hat nicht von Anfang an gewusst, dass er verheiratet war, aber im Laufe ihrer Affäre hat sie das dann herausgefunden. Justin hat bei seiner Befragung jedoch vehement abgestritten, überhaupt jemals eine Affäre gehabt zu haben und schon überhaupt nicht mit Shannon Kennedy. Aber als die Ermittler ihm dann mitteilten, dass Shannon sich im Nebenraum befand und dass sie einfach reinholen und sie fragen könnten, gab er das Ganze dann schließlich zu. April hatte wohl sogar ihrem Chef von Justins Affäre erzählt, zumindest behauptete dieser das den Ermittlern gegenüber. April soll ihm gegenüber sogar gesagt haben, dass sie ein Wochenende vor ihrem Tod Justin schon besucht und konfrontiert hatte. Und als sie wiedergekommen war, hatte sie ihm erzählt, dass sie die Ehe wahrscheinlich beenden würde. Auch ihrer besten Freundin Amber soll sie gesagt haben, dass sie sich von Justin trennen möchte. Und eine Sache, die ihrem Chef wohl sehr im Gedächtnis geblieben ist und die auch für die Ermittler sehr interessant war, war, dass April ihm gegenüber einige Monate vor ihrem Tod gesagt hatte, falls mir irgendetwas passiert, dann vermutet, dass da irgendetwas im Busch ist. Und er hat das Ganze wohl ein bisschen weggelacht. Also es war auch einfach ohne irgendwelche Vorankündigung einfach sehr seltsam, dass sie sowas auf einmal gesagt hat. Und April soll daraufhin sehr verletzt geguckt haben und sah so aus, als ob sie etwas traurig wäre, dass sie nicht wirklich ernst genommen wird. Und im Nachhinein hat das ihren Chef wohl wirklich sehr, sehr beschäftigt. Innerhalb der nächsten Monate ist Justin dann nach Portland in Oregon gezogen. Er hat dort auch eine neue Frau kennengelernt. Ihr Name war Lisa. Und Lisa sagt, dass Justin wirklich sehr mit dem Verlust seiner Frau zu kämpfen hatte. Er trug immer noch seinen Ehering an einem Lederband als Kette um den Hals. Sie sagt, er ist nachts schweißgebadet aufgewacht und hat geschrien, weil er immer wieder diese Ereignisse durchlebt hat und sie glaubt nicht, dass Justin irgendwie darin verwickelt war, dass seine Frau gestorben ist. Justin hatte mittlerweile auch den Kontakt zu Aprils Familie komplett abgebrochen. Er war wohl sehr entrüstet, enttäuscht, sauer, dass sie ihn überhaupt irgendwie verdächtigten, dass sie der Polizei gegenüber auch immer wieder erwähnten, was es vielleicht für Probleme in der Beziehung gab oder dass er diese Affäre hatte, behaupteten, dass April ihn verlassen wollte, was seiner Meinung nach überhaupt nicht stimmte. Er sagt, sie waren immer noch sehr glücklich miteinander, aber sie konnten irgendwie nicht miteinander leben.
Aber dann im Juli 2004 wurde Justin Barber festgenommen für den Mord an seiner Ehefrau April. Das Gerichtsverfahren gegen Justin Barber begann am 12. Juni 2006 im St. Augustine-Gericht in Florida. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass es keinen anderen möglichen Täter geben würde, außer Justin, denn dieser vermeintliche Mann mit der Cappy und dem ausgebeulten T-Shirt, da gab es einfach keine weiteren Hinweise, außer dass Justin ihn angeblich gesehen haben will und dass ein paar Leute ein Auto gesehen haben wollen, von dem die Beschreibung eben unklar war. Und es gab einfach so viele Dinge, die dafür sprachen, dass Justins und Aprils Beziehung schon sehr, sehr brüchig war an diesem Abend und dass er vielleicht andere Intentionen hatte, als er sie zu diesem verlassenen Strand brachte. Die Verteidigung sagte jedoch, es gibt überhaupt gar keine physischen Beweise dafür, dass Justin seiner Ehefrau etwas angetan hat. Es wurden um die 30 Zeugen im Gerichtssaal gehört. Unter anderem wurde auch Justins Affäre angebracht. Es wurde dann außerdem aufgedeckt, dass Justin über die Monate, die er und April getrennt voneinander gelebt hatten, mehrere Affären gehabt hatten. Shannon war nicht die einzige gewesen. Man hörte außerdem ihre Tante, die sagte, dass April von Justin doch auch sehr unterdrückt wurde. Justin soll sie sehr fertig gemacht haben wegen ihrem Gewicht und wegen ihrem Aussehen. Und er selbst wäre auch sehr besessen davon gewesen, besonders gut auszusehen und dünn auszusehen. Und er hätte regelmäßig seine alten Highschool-Jeans angezogen, um zu gucken, ob sie noch passen. Und falls sie nicht gepasst hatten, hat er dann einfach nichts mehr gegessen, bis sie wieder gepasst haben. Justin soll April außerdem sehr unterdrückt haben, zumindest sagt das ihre Tante. Sie sagt, dass er April immer wieder eingeschärft hatte, wenn er sie auf Weihnachtspartys bei der Arbeit zum Beispiel mitnahm, dass sie ihn bloß nicht irgendwie bloßstellen sollte. Und er hätte ihr auch untersagt, sie bei der Arbeit zu kontaktieren. Er hätte April regelmäßig verbal niedergemacht und wenn sie angefangen hätte zu weinen, dann hätte er sie sogar noch nachgeäfft. Es wurde außerdem angeführt, dass Justin $58.000 Schulden hatte, was möglicherweise in Beziehung stand zu dieser Lebensversicherung, die er unbedingt abschließen wollte. Die Polizei hatte außerdem, nachdem sie seinen Computer untersucht hatten, festgestellt, dass er schon am 9. Februar 2002 über die Google-Suche gesucht hatte nach Medical Trauma Right Chest und dann am Valentinstag 2002 hatte er gesucht nach Gunshot Wound Right Chest, also Schusswunde in der rechten Brust. Und die Staatsanwaltschaft fand es sehr seltsam, dass er danach gegoogelt hatte und dann ein halbes Jahr später genau so eine Schusswunde erlitten hatte. Im Juli 2002 hatte er dann außerdem Divorce Florida, also Scheidung in Florida, gegoogelt. Und die Staatsanwaltschaft sagt, dass er da wahrscheinlich herausgefunden hat, dass die Lebensversicherung nicht mehr greift, sobald April sich von ihm scheiden lässt. Und was sie dann noch angeführt haben, war, dass er am 17. August 2002, an dem Tag, an dem er und April angeschossen worden waren, den Song Used to Love Her von Guns N' Roses heruntergeladen hatte. Er hatte an dem Tag um die 16 Lieder heruntergeladen. Dieser Song war einer von diesen Songs und er hatte ihn wohl versucht zu löschen, kurz bevor die Polizei dann seinen PC beschlagnahmt hatte. Dieses Lied, Used to Love Her von Guns N' Roses, wurde dann auch im Gerichtssaal gespielt und es ist so bezeichnend aufgrund seines Textes. Falls ihr das Lied nicht kennt, der Text ist I used to love her but I had to kill her. I had to put her 6 feet under and I can still hear her complain. Also ich habe sie einst geliebt, aber ich musste sie töten. Ich musste sie unter die Erde bringen und ich kann immer noch ihr Gemecker hören. Und dann geht es weiter unter anderem mit I used to love her but I had to kill her. She bitched so much, she drove me nuts and now I'm happier this way. Also, ich habe sie einst geliebt, aber ich musste sie töten. Sie hat so viel rumgemeckert, dass sie mich wahnsinnig gemacht hat und jetzt bin ich glücklicher. Die Staatsanwaltschaft hat also diesen Song abgespielt und hat so ein bisschen argumentiert, dass sich Justin damit so ein bisschen aufgeputscht hat, um diese Tat dann zu begehen, um April umzubringen und dass er sie umgebracht hatte, damit sie sich nicht noch von ihm scheiden lassen konnte, bevor er die Lebensversicherung einsacken konnte. Und dass diese Google-Suchen nach Schusswunden in der rechten Brust darauf hinweisen würden, dass er schon vorher gegoogelt hatte, was er sich selbst antun würde, um sicherzugehen, dass er sich nicht so schwer verletzte, dass er am Ende selbst starb.
Und dann der Punkt, von dem die Staatsanwaltschaft sagt, dass es wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, der zeigt, dass es Justin war, der April umgebracht hatte. Das waren die Blutspuren in Aprils Gesicht. Justin hat ja gesagt, dass er sie im Wasser gefunden hat, sie dann über den Strand gezogen hat und dann auf diese Bretter gezogen hat, sie dann sogar nochmal fallen gelassen hat und sie dann da hat liegen lassen. Sollte dem wirklich so sein, so sagt der Experte der Staatsanwaltschaft, dann hätte April überall im Gesicht Blutspuren haben müssen, verschmiertes Blut haben müssen, denn diese Schusswunde, die sie im Gesicht hatte, hat wirklich sehr stark geblutet und wenn sie so viel hin und her geschoben wurde, dann muss sich das verteilt haben. Aber der Experte sagt, dem war nicht so. Als April gefunden wurde, lag sie auf diesem Steg und das Blut floss einfach aus der Wunde direkt runter auf das Holz. Und es gab keine Anzeichen davon, dass sie bewegt worden war, nachdem man auf sie geschossen hatte. Der Experte sagte außerdem, dass April Schaum am Mund hatte, was darauf hindeuten würde, dass sie kurz vor ihrem Tod halb ertränkt worden war. Und deswegen war die Staatsanwaltschaft dann davon ausgegangen, dass Justin wahrscheinlich versucht hatte, April zu ertränken, sie dann auf diesen Steg gezogen hat und dann auf sie geschossen hat und dann auf sich selbst geschossen hat. Denn die Blutspuren an April zeigen nicht, dass sie danach noch irgendwie bewegt worden war. Die Staatsanwaltschaft wies außerdem darauf hin, dass man an April wohl kein Blut von Justin gefunden hatte, obwohl er 4 Schusswunden hatte und sie ja über den ganzen Strand gezogen haben will und sie sogar hochgehoben haben will. Die Verteidigung jedoch führte einen Experten an, der sagte, dass die Blutspuren in Aprils Gesicht überhaupt nicht ausschlaggebend sein können, weil Justin ja sagt, er hat sie aus dem Wasser gezogen und das Wasser könnte möglicherweise das Blut komplett weggewaschen haben. Und man hatte wohl tatsächlich etwas Blut von Justin an Aprils Unterarm finden können. Und deswegen sagt er, dass Justins Geschichte doch schon so hätte stattfinden können, wie er das sagt. Die Staatsanwaltschaft geht als Motiv davon aus, dass Justin seine Schulden begleichen wollte mit dem Geld von der Lebensversicherung, dass er für April ohnehin schon nicht mehr wirklich Gefühle hatte, denn er hatte sie ja regelmäßig betrogen und sie lebten auch getrennt voneinander. Und dass er die Tat schon monatelang geplant hatte. Dass er aber dann an dem Strand auf mehrere Hindernisse gestoßen war. April hatte sich möglicherweise gewehrt und er hatte sie deswegen zuerst ruhig stellen wollen, indem er sie unter Wasser gehalten hatte, bis sie bewusstlos war, sie dann zu diesem Stückchen Steg geschleift hatte und dann in ihr Gesicht geschossen hatte. Danach hätte er auf sich selbst geschossen und er hätte wahrscheinlich eigentlich den Plan gehabt, April ins Auto zu setzen und dann mit ihr loszufahren, um nach Hilfe zu suchen, aber er hatte das nicht geschafft. Aufgrund seiner Schusswunden hatte sie deswegen dort liegen lassen und war dann losgefahren. Die Verteidigung hielt dagegen, dass es sich bei dem Täter nach wie vor um diesen fremden Mann handeln würde und dass die Polizei das Ganze nicht wirklich nachverfolgt hätte, obwohl es Zeugen gab, die ein anderes Auto gesehen haben wollen. Allerdings wurden diese Zeugen auch im Gerichtssaal gehört und sie konnten sich nicht mal auf die Farbe einigen. Also manche Zeugen sagten, das Auto war dunkel, andere sagten, das Auto war hell. Manche sagten, es war groß, andere sagten, es war klein. Also man konnte sich nicht mal wirklich auf die Beschreibung des Autos einigen, weswegen die Polizei sich relativ sicher war, dass man das nicht weiter verfolgen brauchte. Die Verteidigung führte auch an, dass Justin nicht April hätte umbringen müssen, um seine Schulden zu begleichen. Er hätte ein Jahreseinkommen von $105.000 und das würde reichen, um diese Schulden abzubauen. Dafür müsste er nicht seine Ehefrau töten und ohnehin hätte er April wirklich ehrlich geliebt, obwohl die Staatsanwaltschaft nachgewiesen hatte, dass er in den 3 Jahren Ehe mindestens 5 Affären gehabt hatte. Aber die Verteidigung sagt, daran lässt sich nicht messen, wie sehr April am Ende wirklich geliebt hat und wie wichtig sie ihm war und dass er wirklich sehr unter dem Verlust gelitten hätte. Nachdem sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung dann ihr Endplädoyer gehalten hatten, zog sich die Jury dann zurück, um sich zu beraten und 4 Tage später kamen sie mit einem Urteil zurück. Sie befanden Justin Barber für schuldig, seine Ehefrau April ermordet zu haben. Ausschlaggebend, sagten sie hinterher, waren für sie sowohl die Blutspuren als auch die Google-Suchen. Die Strafmaßfestsetzung erfolgte dann nicht durch die Jury, allerdings durften sie eine Empfehlung aussprechen und diese Empfehlung war die Todesstrafe. Der Richter hat sich dann am Ende jedoch für eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung entschlossen. Justin hat auf das Urteil überhaupt gar nicht reagiert. Er steht einfach weiter da und hört sich an, was die Jury zu sagen hat,
ohne irgendeine starke Emotion zu zeigen. Aprils Familie sagt, sie waren erleichtert, dass er am Ende schuldig gesprochen wurde, aber auch sehr traurig. Gerade Aprils Geschwister Julie und Camden sagen, sie haben mit Justin zusammengelebt und sie können sich einfach überhaupt nicht vorstellen, dass er ihnen ihre Schwester genommen hat. Aprils Tante hat später auch nochmal geäußert, dass sie froh sei über das Urteil, aber dass sie unglaubliches Mitleid hätte mit Justins Mutter. Justins Familie glaubt bis heute, dass er nicht schuldig ist und Justin selbst hat 2013 Einspruch eingelegt gegen das Urteil, denn er sah sich nicht gut vertreten in seinem Gerichtsverfahren durch seine Verteidiger. Allerdings wurde sein Antrag dann abgelehnt. Ja, das war der traurige Fall von April Barber. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Steht ihr eher auf der Seite der Staatsanwaltschaft? Glaubt ihr, dass Justin April einfach satt hatte? Dass er sie einfach nur noch nutzen wollte, um seine Schulden loszuwerden? Dass er wirklich so eiskalt den Mord an seiner Frau geplant hat? Oder glaubt ihr, das Ganze macht einfach keinen Sinn? Warum sollte er seine Frau umbringen wollen? Und wie kann man nach so Sachen wie Google suchen gehen? Sind so Blutspuren überhaupt aussagekräftig? Ich finde es immer sehr interessant, dass irgendwie beide Seiten immer Experten finden, die ihren jeweiligen Standpunkt vertreten. Der eine auf Seiten der Verteidigung, der sagt, das kann alles durch Wasser wieder weggewaschen worden sein, und der andere auf Seiten der Staatsanwaltschaft, der sagt, unmöglich, da hätte man noch Spuren sehen müssen. Findet ihr im Allgemeinen, dass man nach so Sachen wie Google suchen gehen kann? Denn da sagt die Jury ja, das war für sie sehr ausschlaggebend, dass er Sachen gegoogelt hat, wie seine Schussverletzungen oder so Dinge wie der Download von diesem Guns N' Roses Song. Findet ihr, danach kann man wirklich gehen? Einer der Verteidiger von Justin hat zum Beispiel gesagt, man googelt den ganzen Tag über so viele Sachen und nur weil er 6 Monate vorher mal irgendwie sowas gegoogelt hat, heißt das nicht, dass das wirklich auf April bezogen war. Oder findet ihr das doch schon sehr seltsam, dass er diese eine Schusswunde gegoogelt hat, die er sich dann möglicherweise sogar selbst zugefügt hat? Oder die eben dieser fremde Mann ihm zugefügt hat. Denkt ihr, da hätte ein bisschen mehr ermittelt werden müssen nach diesem Mann? Denn irgendwie wurde das ja schnell wieder fallen gelassen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr dafür interessieren. So oder so ist es natürlich ein sehr tragischer Fall, denn April hat ihr Leben verloren. Und April scheint, was ich von meiner Recherche mitgenommen habe, ein sehr familienverbundener, liebevoller Mensch gewesen zu sein, und man kann sich diesen Verlust vor allem für ihre Geschwister und ihre Freunde überhaupt nicht vorstellen. Und sollte Justin es tatsächlich nicht getan haben, dann ist es natürlich umso schlimmer, dass er seine Frau nicht beschützen konnte und dass er dann noch diese Schuldgefühle mit sich trägt, sie dort am Strand alleine gelassen zu haben. Aber wie steht ihr dazu? Es würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dieses Video für euch interessant war, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Darüber freue ich mich immer unheimlich und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.